Grüß euch, liebe Zuseher. Ich würde heute gerne über einen ganz geheimen Geheimtipp für PowerDog-Freunde sprechen, über den Chinese Red Dog. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Heute möchte ich gerne hier einen Geheimtipp, einen persönlichen Geheimtipp für Freunde von PowerDogs vorstellen. PowerDogs, was sind PowerDogs? Das ist keine offizielle Kategorie. Ich benenne Hunde als PowerDogs, die gewisse Eigenschaften erfüllen oder innehaben. Ja. Es ist für mich genauso ein Dobermann ein Powerdog wie ein American Pitbull, der ein Powerdog ist. Auch ist ein belgischer Malinois für mich ein Powerdog und sogar ein Airedale Terrier fällt für mich in die Kategorie Powerdogs. Ja. Also alles Hunde, die einen gewissen Dampf entwickeln können, eine gewisse Leistung abrufen können. Sie wissen, was ich meine. Ja. Und zurück zu meinem Geheimtipp. Ja. Den Hund, den ich hier jetzt gleich vorstellen werde, ja. Das ist eine Hunderasse, die soweit mir bekannt nicht von der FCI offiziell anerkannt ist, sondern nur von einigen chinesischen Verbänden, obwohl es ein schon etwas älterer Hundeschlag ist. Ja. Dieser Hund ist recht unbekannt in Europa, ich weiß nicht, wie es in den USA aussieht, ja, aber die Bekanntschaft dieser Hunderasse begrenzt sich doch eher auf China, soweit mir bekannt ist. Ja. Und ich habe noch niemals einen solchen Hund in Natura gesehen, lese etwa seit 2-3 Jahren über diesen Hund, weil er eine Art Hund ist, die genau in mein Beuteschema fällt. Züchter gibt es hier weit und breit nirgends, so weit bin ich schon gekommen, informationstechnisch. Doch jetzt einmal zum Hund selbst. Ja. Also der Chinese Red Dog, ja, auch genannt oder auf Chinesisch Lai Su Hong, wenn ich es richtig ausspreche. Ja. Egal. Das ist eine ganz interessante Hunderasse. Und zwar entstammt dieser tolle Hund deutschen Siedlern, also nicht direkt deutschen Siedlern, sondern der Zusammenarbeit von ehemalig deutschen Siedlern, die sich in Provinzen von China angesiedelt haben und dort ansässigen Menschen. Und die deutschen Siedler, die nahmen damals ihre deutschen Schäferhunde und Rottweiler mit dorthin in diese chinesischen Provinzen. Und die begannen dann mit dort ortsansässigen Leuten die Rottweiler und die deutschen Schäferhunde mit lokalen Hundeschlägen zu verpaaren. Ja. Und herausgekommen ist nach Jahren ein Schlaghund, der sich beim Thema Leistungsfähigkeit, ja, Power und Wachschutzeigenschaften und so weiter vor diesen Powerdogs, wie es sie bei uns in Europa, also den üblichen Verdächtigen oder in den USA drüben gibt, nicht zu verstecken braucht. Ganz im Gegenteil. Ja. Das Besondere an diesem Hund meiner Meinung nach ist, wie gesagt, er wurde verpaart, also er wurde gezüchtet, da wurden Züchtungen vorgenommen zwischen deutschen Schäferhunden, Rottweilern und lokalen chinesischen Hunden. Der Hund, wenn man ihn sieht, ja, und ich habe schon unzählige Videos von diesem Hund gesehen, hat sowohl die Ausstrahlung eines deutschen Schäferhundes wie auch eines Rottweilers, doch kommt auch etwas ein Dobermann durch, obwohl der gar nicht da drinnen ist, ja, und er erinnert mich mit seinem ganzen Gehabe, mit seiner ganzen Mimik und Gestik, mit seinem Körperaufbau, mit seinem Dampf, den dieser Hund hat, mit diesem Wumms, auch sehr stark an American Staffordshire Terrier, an leichtere Presa Canario. Das ist ein sehr beeindruckender, sehr toller, interessanter Hund für Menschen, für hundebegeisterte Menschen, wie ich einer bin. Ja. Ja, wozu verwendeten die diesen Hund dort? Ja, also hauptsächlich als Wach- und Schutzhund. Und er wurde bevorzugt bei der Polizei verwendet, als Polizeihund und in gewissen, also in bestimmten chinesischen Provinzen ist er sehr beliebt als Familienhund. Ja. Beim Standard sehen wir so aus, also wie gesagt, mich erinnert der Hund optisch an mehrere Hunderassen. Ja. Und das sind alles Hunderassen, an
denen, die mich dieser Chinese Red Dog erinnert, die mir persönlich sehr gut gefallen. Ja. Deswegen wurde ich auch aufmerksam auf diesen Hund. Ja. Und fangen wir vielleicht mal mit der Größe an. Also die ist doch recht, sage ich mal, die variiert doch recht groß. Denn man schreibt oder man sagt bei diesem Hund, sie erreichen Schulterhöhen von zwischen 60 bis 79 cm Schulterhöhen. Ja? Also von einem mittelgroßen bis zu einem sehr großen Hund. Ein 60 cm Schulterhöhe, ein Hund mit 60 cm Schulterhöhe ist ein eher mittelgroßer Hund und das ist etwa die Schulterhöhe, die ein deutscher Boxer hat. 62, 63 cm, aber 79 cm Schulterhöhe, also das ist schon ein sehr großer Hund. Das ist zwar nicht die Schulterhöhe von deutschen Doggen, doch viel geht da nicht mehr ab. Ja? Und also das variiert doch ziemlich. Ja? Und beim Gewicht pendelt sich das Ganze bei bis zu 40 Kilo ein, wobei ich bezweifle, dass Hunde mit 79 cm Schulterhöhe, und dieser Hund nimmt eine gewisse Masse Substanz mit, ja, nur 40 Kilo hat. Ja, aber man schreibt zwischen 35 und 40 Kilo. Entschuldigung. Ich hoffe, ich habe mich nicht verkühlt, der Wind geht seit gestern. Die Farbe ist ausnahmslos schwarz mit rotbraunem Brand. Und dieser Brand, ja, der ist so wunderschön dunkel, ja, den würden sich deutsche Schäferhunde und Rottweiler oder Dobermänner wünschen. Also wunderschön. Ein kurzes, glattes, glänzendes Fell, wie gesagt schwarz mit rotbraunem Brand. Er hat ein natürliches Stehohr und dieses natürliche Stehohr, welches gerade in der Kippe zum Hängeohr ist, ja, also das ist schon so groß, dass es gerade noch erlaubt zu stehen, ja. 1 Zentimeter mehr und es würde fallen. Ja. Also es ist ein recht großes, natürliches Stehohr und das auf einem keilförmigen, ja, beeindruckenden, wunderschönen Schädel platziert. Ja. Er weckt einen ganz eigenen Ausdruck, Gesichtsausdruck bei diesem Hund, der mir sehr gut gefällt. Ja. Lange Rute und ist anatomisch recht gesund gebaut. Ja. Also wenn man sich diesen Hund ansieht, er weckt er sofort irgendwie, also bei mir, mich erinnert er körperlich von seiner, in der Gesamterscheinung weniger an einen Schäferhund, weniger an den Rottweiler. Mich erinnert er ja in seiner körperlichen Gesamterscheinung eher an Hunde, die mit ihm gar nichts zu tun haben. Nämlich eher Hunde, die in die Richtung American Staffordshire Terrier gehen, American Bulldog gehen, wissen Sie, so typische Catch Dogs. Und so körperliche Merkmale weist dieser Hund auf. Ja. Also beim Charakter kann man sagen, es ist eigentlich ausnahmslos so, dass ich über diesen Hund immer nur gelesen habe, dass er sehr loyal ist, ja, also unheimlich familienbezogener Hund, kein Einmannhund ist, sich jeden in der Familie mehr oder weniger ergibt, ja, und sagt, ich bin dein. Er soll ein ausgezeichneter Wach- und Schutzhund sein. Und das glaube ich. Wissen Sie, wenn man lange Zeit mit Hunden zu tun hat und bekommt man irgendwie ein Gefühl für einen gewissen Schlaghund, ja, der sich auf eine gewisse Weise bewegt, der eine gewisse Mimik und Gestik zeigt, ja, auch wenn man diese Hunderasse nicht kennt. Ja, man kann sie irgendwie dann einreihen. Und wenn ich mir diesen Chinese Red Dog auf diesen unzähligen Videos ansehe, die ich mir schon angesehen habe, dann erweckt dieser Hund auch auf mich den eines unbestechlichen Wach- und Schutzhundes. Ja. Also das soll eine Eigenschaft von ihm sein, die ihn auszeichnet. Ein sehr sportlicher Hund, ein sehr agiler, sehr dynamischer und kraftvoller Hund. Allerdings wird auch immer gewarnt, diesen Hund nicht mit zu wenig konsequenter Hand zu erziehen, da er sonst dazu neigt, jemanden auf der Nase rumzutanzen. Ja, damit steht er sicherlich als Rasse nicht alleine da auf der Welt, das wissen wir. Ich sage mal, eine gute Mischung zwischen konsequenter und liebevoller Hand sollte Standard sein. Ja. Doch das wird oftmals extra noch einmal bei diesem Hund erwähnt. Außerdem schreibt man auch, dass er sehr dominant gegenüber anderen Hunden sein kann. Ja, wie gesagt, wenn man längere Zeit mit Hunden zu tun hat, kann man einen gewissen Hundeschlag etwas einordnen, schätzen. Ja. Und wie gesagt, ich habe diesen Hund noch nie in meinem Leben gesehen in Natura, aber auf diesen Videos kann man den Hund in etwa einschätzen. Das funktioniert wirklich. Hat bei mir bis jetzt immer gut funktioniert und ich glaube auch, dass man bei diesem Hund sehr viel Wert speziell auf die Sozialisierung legen muss, wie bei allen anderen Hunden auch. Aber bei manchen muss man da mehr aufpassen, bei manchen muss man nicht so sehr aufpassen.
da sie von Haus aus ruhiger sind. Doch das kann bei diesem Hund schnell aus dem Ruder geraten. So wirkt er auch auf mich. Ja. Also, wie gesagt, für wem ist dieser Hund geeignet? Ich sage Ihnen was. Für jeden, den ein Dobermann gefällt, für jeden, den ein Rottweiler gefällt, für jeden, den ein deutscher Boxer, ein American Bulldog, ein American Staffordshire Terrier gefällt, ein Presa Canario gefällt. Ja. Für alle Leute, die Hunde mögen, die kurzes, glattes Fell haben, die eine Muskulatur besitzen, welche in der Sonne, ja, wenn das Fell spiegelt, durchglänzt. Ja. Sie wissen, was ich meine, mit welchen Schlaghund ich meine. Ja. Für all diese Leute, ja, die noch einen Hund wollen, mit dem man am Hundeabrichteplatz arbeiten kann, einen guten Wach- und Schutzhund haben wollen, einen Hund haben wollen, den niemand kennt, ja, der noch dazu wunderschön ist. Also, ich meine, sehen Sie sich diesen Hund mal an, das ist ein fantastisch aussehender Hund. Ja. Für alle diese Leute ist dieser Hund geeignet. Wie gesagt, ich hatte noch nie persönlich mit dem Hund zu tun, kann mir aber vorstellen, dass es nicht unbedingt ein Anfängerhund ist, da er sehr stark ist, eine gute Dominanz aufweisen kann. Ja, das ist ein Hund, der einfach wesenstechnisch, ich sag mal, reinfällt in Dobermann, eine Mischung aus Dobermann, Rottweiler, Sie wissen, Schäferhund. Und da sind eben Hunde, da sollte man schon, sage ich halt mal, mit konsequenter, geübter Hand an der Erziehung üben. Ja. Und wenn das ein blutiger Anfänger dann so ein Tier in die Hand bekommt, der überhaupt keine Ahnung nicht hat, sich vielleicht nicht eingelesen hat, auch nicht, dann kann das oft schief gehen. Sie verstehen, was ich meine. Sie werden mir dabei pflichten. Also ich glaube, ein unbedingter Anfängerhund ist der Chinese Red Dog nicht, doch ansonsten ein Top-Hund. Also ich bin mir sicher, würde es hier in der Gegend irgendwo einen Züchter dieses tollen Hundes geben, ich wäre schon längst dort gewesen und hätte mir einmal in Natura angesehen. Ja. Aber ja, vielleicht gibt es Menschen oder Leute, die Bekannte in China haben, die ihnen da etwas vermitteln können oder was, wenn sie auf diese Art Hunde stehen. Auf jeden Fall hätte ich die Möglichkeit, wenn ich meinen tollen Hund nicht hätte, dann würde ich mich sicher ernsthaft für diesen Hund interessieren, wenn ich die Möglichkeit hätte, sogar vielleicht zuschlagen. Wie gesagt, ein Geheimtipp für alle Leute, die auf Power Dogs stehen im Schlage. Sie wissen schon, kurzhaarig, muskulös, viel Kraft, schön, beeindruckend. Chinese Red Dog, das war's schon wieder. Vielleicht sehe ich mal einen in Natura, würde mich freuen. Sind sehr schöne Hunde. Ja, ansonsten kann ich nur sagen, absoluter Geheimtipp. Ja. Gut, dann danke fürs Zusehen und ich freue mich aufs nächste Mal und würde mich freuen, wenn Sie mir weiterhin zusehen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.